Moin ihr Schnuppis, hier ist hier also die lang ersehnte Roomtour. Viele haben mir schon gefragt, was ist mit deiner Feuerwehr? Was hast du die noch? Was ist da los? Was ist passiert? Ich muss euch sagen, die Feuerwehr habe ich leider weggeben müssen. Die Feuerwehr war ein wunderschönes Auto und ich bereue es auch ein bisschen. Allerdings, sie war nicht besonders alltagstauglich. Ich habe was gebraucht für den Alltag und da ist es der Sprinter geworden. Ein Sprinter 903, leider kein Allrad, allerdings immerhin Differentialsperre. Und ich habe mir sagen lassen von Menschen mit Allradfahrzeugen, das Einzige, was wir nicht gebraucht haben, war der Allradantrieb. Nun zum Sprinter. Der Name des Sprinters heißt Bruce Lee. Erstmal hier zum Cockpit. Da gibt es nicht viel zu sagen. Es ist nicht so schön wie das Cockpit der Feuerwehr von 1989. Alles ein bisschen moderner, ein bisschen neumodischer. Vom Vorbesitzer so eine Ablage. Die hat es sich selbst geschnitzt. Kann man auch teuer im Internet kaufen für 90 €. Hier mit verschiedenen Fächern. Finde ich total praktisch. Hier habe ich meine Tasse, hier habe ich meinen kleinen Kaktus. Hier habe ich so ein Cliplicht dran gemacht. Ne? Das ist einfach viel schöner als das Licht hier oben. Viel gibt es ja nicht zu sagen. Hier unten ist meine Soundanlage. Teufel Boomstar. Richtig krasses Teil. Bei der Feuerwehr hatte ich das Problem, dass die sehr laut war. Und da habe ich was gesucht, was ich mitnehmen kann, was ich einfach reinstellen kann und was laut genug ist, um das Motorgeräusch zu übertönen. Das Teufelteil hat es gemacht. Natürlich auch jetzt hier im Sprinter absolut ausreichend. Fettes Teil, fetter Sound. Kann ich nur jedem empfehlen. Das war es eigentlich schon. Hier habe ich so Magnete angebracht. Kann man hier so ranklippen, halten ordentlich was aus. Hier kann ich dann so Klimbim ranhängen. Auf der anderen Seite habe ich eins meiner berühmten Netze mit einem Akkutacker angebracht. Recht praktisch. Hier habe ich dann so Kleiderhäken aus dem Baumarkt. Ja, da hängt dann mein Hut und mein Gedöns. Dann gehen wir mal hinter, ne? Auch hier haben wir ganz vergessen, habe ich auch eins meiner berühmten Netze angebracht. Einfach 2 Schrauben reingeschossen und vergiss die Laube, ne? Weil das ist einfach Space, der ungenutzt ist. Jetzt zum Wohnraum. Außentisch angebracht, was ziemlich cool ist. Ne? Hier kann ich kochen, hier kann ich arbeiten. Ich habe hier... So, hier ist noch ein zweiter Kocher drin. Und dann kann ich hier so als zweite Kochstation kann ich das benutzen. Und dieser Tisch ist einfach auch so praktisch. Ne? Ich kann hier sitzen und kann hier irgendwas essen oder so. So ein Tisch hier im Außenbereich. Hier habe ich dann noch so ein Brett angebracht. Hier haben wir so ein paar Wasserkanister stehen. Und dann ist dieser Raum auch gleich schön ausgenutzt. Hier habe ich wie gesagt so Häken angebracht. Da hängen dann unsere geilen Tassen. Fernglas. Nicht zu unterschätzen. Was ist da drüben? Ist da eine Höhle? So, gehen wir rein. So, hier habe ich eine ganz normale Dometic Kühlbox reingesetzt. Völlig ausreichend für 2 Personen, wie ich finde. Hier habe ich dann so ein, ich schmeiße hier mal alles rein und finde es nie wieder Fach reingebaut. Ja, da habe ich dann Dinger, die ich ganz oft brauche, wie zum Beispiel natürlich Panzertape, Haarwachs. Noch nie benutzt, oder? Aber ich habe es bei mir. Spanngurte, Luftballons, ein mysteriöses Säckchen mit mysteriösem Inhalt und so weiter. Ne? Hier habe ich dann so einen Organizer, so einen Rücksitzorganizer angebracht, weil diese Fläche auch völlig unbenutzt und ungebraucht war. Dann haben wir hier noch so eine kleine Ablage reingebaut, ne, mit so kleinen Gummispannern, ne, total praktisch. Ich kann alles sehen, ich kann reingucken, ich kann reingreifen. Ich habe es gut verstaut und es fällt nicht runter während der Autofahrt. Hier ist noch ein Leselicht. Dann habe ich hier eigentlich als Toilette gedacht. Ist das jetzt unser Stauraum? Da ist das Klo. Kann man Pipi-Kaka reinmachen? Ne, machen wir nicht, weil haben wir uns abgewöhnt. Wollt ihr mal was richtig Geiles sehen? War ein Witz. Das war ein Witz. Und jetzt wird's wichtig. Ich weiß, was ich gesagt habe. Was interessiert mich aber mein Geschwätz von gestern? Ich habe gesagt, kein Mensch braucht einen Herd und kein Mensch braucht eine Spüle. Und wer ist schuld? Wer ist mal wieder schuld? Ja, die Frau ist schuld. Das Weibchen hat's verzapft. 3 Flammen. Stellt sich das einer vor. Hätte ich mir mal nicht träumen lassen, dass ich einen 3-flammigen Herd in meinem Bus habe. Es ist passiert. Musste ich mir schon einige Male anhören. Jetzt, schau mal Schatz, alle 3 Flammen sind an. Und dementsprechend gut schmeckt es dann auch. Muss ich zugeben. Ich bekomme ja wirklich die tollsten Deluxe-Gerichte serviert. Und das geht nun mal nur mit 3 Flammen. Und was hat er auch drin? Eine Spüle. Gut, ich habe jetzt nicht extra sauber gemacht für euch. Wir haben eine Spüle hier eingebaut. Braucht eigentlich auch kein Mensch. Ein Mann braucht es auf keinen Fall. Wie gesagt, die Frau ist schuld. Brauchst gar nichts so zu machen. Ja.
Da lacht's. Jetzt eine Spüle, natürlich ist es praktisch. Und mir ist es aber wirklich auch passiert. Da hat sich eine Schelle gelöst und das Wasser lief mir fröhlich in den Bus hinein. Genau das, was ich prophezeit habe in dem berühmten Video 5 Gründe, warum ich keine Spüle habe. Ich habe alles wieder trocken bekommen und so, ist alles nichts passiert. Mit dem Abwasser, das sparen wir uns. Wir haben ja einfach so eine kleine Schüssel reingestellt. Da fangen wir das Wasser auf und gießen dann damit Bäume und Pflanzen. Ist natürlich praktisch. Ich kann mal die Hände waschen. Hygienetechnisch einfach, ist schon toll. Wenn man es einmal hat, dann will man es nicht mehr missen. Ha! Eine riesen Mücke war das. Hast du gesehen? Hier zur Küche. Wirklich schön gelöst. Und hier habe ich das berühmte IKEA Gewürzregal angebracht. Diese Griffe habe ich angebracht. Das ist das Schwemmholz aus Ecuador. Das ist ein ganz normaler Stauraum. So, hier nochmal ein Spiegel. Eine Steckdose, 2 Steckdosen. Hier haben wir dann ganz normalen Küchenstauraum. Gewürze, Tees. Das ist ganz cool hier. Ne? Noch so ein langgezogenes. Au! Ja? Ne? Hier auch Küchenutensilien, Essen, Schnappireien und so. Ja, auch mit diesen Gummis gelöst. Hier unten habe ich dann noch hier so. Ihr kennt das ja aus dem anderen Video, habe ich hier so Organizer-Taschen mir zurechtgeschnitten und angebracht. Hier auf dieser Seite habe ich eine Säge angebracht. Hier habe ich auch so eine kleine Tasche aus dem IKEA angebracht, wo dann Dinge verstaut sind. Hier habe ich noch so Organizer-Taschen zurechtgeschnitten. Hier ist meine Krawallbürste. Ja, die hängt gleich am Eingang, weil wir jeden Tag kehren. Hier habe ich noch eins dieser Netze angebracht. Da werden diverse Sachen verstaut. Neuestes Konstrukt. Hier ist unsere Sitzecke. Na, hier chillen wir dann. Hier arbeiten wir, hier sitzen wir, hier essen wir, hier speisen wir. Das kann ich mal vorführen. Baue ich dann hier um. Alles Marke Eigenbau, kann man auch teuer kaufen, muss man aber nicht. Ja, einfach hier abgehoben. Zack. Zack. Raus. Hier kommen dann die Kissen rein. So. Und ich alleine habe hier prima Platz. Ich müsste allerdings schräg drin liegen, weil ich doch 1,88 bin. Und da kann man im Sprinter nicht wirklich quer schlafen. Also es geht. Allerdings kann ich mich nicht voll ausstrecken. Ich muss quer liegen und das geht auch alles ziemlich gut. Meine liebe Lynn ist nur 1,43 Meter groß, glaube ich. Nein, meine liebe Frau, die ist ein bisschen kleiner als ich und somit können wir hier prima zusammen liegen. Ich habe trotzdem noch was gebaut. Ich habe mir dann hier diese Winkel hier geholt. Warte mal. So, dann habe ich diese Winkel hier angebracht. Und falls wir jetzt doch mal gerade liegen wollen, so, ja, dann haben wir so jetzt die Möglichkeit, ja, und ich passe genau hin. Ja, das können wir auch zu zweit machen. Einer schlägt so und mein Baby schlägt so, mein Herz. Ja, ganz wichtig, hier habe ich mit Magneten eine Fliegenklatsche angebracht. Scheiß Fliegen überall. Nochmal kurz hinter gucken. So, hier hinten habe ich Landfläche angebracht. Man weiß ja nie. Ne? Da habe ich hier 20 Liter Reservekanister angebracht. Schaufel, Axt, diverses Werkzeug. Und das ist nichts Besonderes. Einfach nur Eurokisten übereinander gestapelt. Ne? Hier habe ich so Plastikteile reingelegt, damit das besser rutscht. Das war's. Ne? Hier habe ich noch einen Feuerlöscher angebracht. Was gibt es noch zu sagen? Nichts. Ja, das war die Roomtour 2022 mit Van Vagabund und dem neuen Sprinter 903. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Schreibt es in die Kommentare. Was möchtet ihr wissen? Raus damit. Ich hoffe, die Roomtour hat euch gefallen. Wenn dem nicht so ist, dann behaltet es für euch. Wenn dem so ist, dann bitte, ja, gebt mir einen Daumen hoch. Teilt das Video. Das Projekt Van Vagabund muss wachsen. Es muss groß werden. Wir haben ja fast 10.000 Abonnenten. Es muss weitergehen. Bis bald. Bis zum nächsten Video. Hasta luego und tschüss.